August verlangt sein unterzeichnetes Eheversprechen zurück. Um den Vertrag zu beschaffen, reist die Kosel im Dezember 1715 nach Berlin. Ihre Feinde sehen darin eine Flucht ins Ausland, denn sie durfte Pillnitz nicht verlassen. Unglückliche Umstände hindern sie an der Erlangung des Dokuments. August der Starke verhandelt direkt mit dem König von Preußen. So wird die Gräfin Kosel in Arrest genommen und am 21. November 1716 an Sachsen ausgeliefert. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Anna Constantia, Reichsgräfin von Kosel, verbrachte 49 Jahre ihres Lebens in Gefangenschaft auf der Burg Stolpen. Gern möchte ich euch jetzt die Räumlichkeiten im Koselturm zeigen und ihr erfahrt, wie sie ihren kargen Alltag auf der Festung meisterte. Als die Gräfin Weihnachten 1716 Stolpen erreicht, ist sie 36 Jahre alt, gefangen auf der Festung, ohne Anklage, ohne Prozess, beraubt der Möglichkeit zur Verteidigung und ohne rechtskräftige Verurteilung. 5 Festungskommandanten hat sie kommen und gehen sehen. Sie überlebte August den Starken, dessen Geliebte und Gemahlin zur Linken sie war, um 32 Jahre. Selbst die Kunde vom Tod seines legitimen Sohnes und Nachfolgers erreichte die hochbetagte Gräfin. Die Gräfin Kosel bezieht eine Etage des Zeughauses mit 5 Zimmern. Unter ihr liegt die große Burgküche mit einem Speiseraum, heute der Zergarten, eine Wachstube und ein als Waffenmagazin bezeichneter Raum. Anna Constantia öffnet das Fenster. Von der Festung auf dem hohen Basaltkegel, deren Mauern und Türme selbst aus schwarzem Basalt erbaut waren, konnte sie weit über die morgendliche Hochebene sehen. Am Fuß des steilen Abhangs wuchsen Bäume im eingezäunten Tiergarten. Der Abhang wurde aus Sicherheitsgründen von den Soldaten kahl gehalten. Stolpen war ein düsterer Ort, der ihre Lebenskraft zu erdrücken drohte. Sie hörte das Schnarchen der Wachsoldaten aus dem Fenster der Stube unter ihrem Schlafzimmer. Und doch im Sommer an schönen Tagen kann sie bis ins Böhmische schauen. Von den nach Norden weisenden Fenstern überblickt sie das Geschehen im 4. Hof, dem Herzstück der Festung. Das Zeughaus liegt an der Südflanke, Sonne und Licht erhellen die Räume. Deutlich zeigen sich im Laufe der Jahre Schäden am Bau, die die Gräfin am 5. Mai 1731 zu einem Brief an Graf Wackerbarth veranlassen. Offensichtlich gab es zudem erhebliche statische Probleme. Anna Constantia ist 51 Jahre alt und seit 15 Jahren in Haft. Als im April 1744 die Gräfin Kosel durch einen einstürzenden Ofen verletzt wird, kann sie nicht länger im Zeughaus bleiben. War ein standesgemäßes Wohnen bisher schon kaum denkbar, so ist der Umzug in den Johannisturm mit einem weiteren Verlust an Komfort verbunden. Sie steht jetzt im 7. Lebensjahrzehnt. Das Zeughaus bleibt der Gräfin auch nach ihrem Umzug in den Johannisturm zugänglich. Die Verbindung zwischen dem Turm und dem Zeughaus ermöglichte der Wehrgang an der Südseite des 3. Hofes. So konnte sie allzeit unbehelligt von Wachen oder Wetter die Gebäude wechseln. Im Gang selbst befinden sich verschlossene Wandschränke, angefüllt mit Töpferzeug, Tee- und Kaffeekannen aus Messing und Blech, Leuchter, Bier- und Weingläser. Am 17. Oktober 1680 kam Anna Constantia von Brockdorf auf dem Gut Deppenau in Holstein zur Welt.
Anna Constantias Kindheit beschränkte sich auf das Herrenhaus, denn der Vater, Oberst des dänischen Königs, ist nur im Winter und im Frühjahr zu Hause. Er trainierte sie im Schießen mit Pistolen und Gewehr und im Fechten mit dem Degen. Er bringt ihr das Reiten im Damensattel und im Herrensattel bei. Seine Tochter wird eine verwegene Reiterin, schießt treffsicher und ist eine leidenschaftliche Jägerin. Die Mutter zeigt ihr das Bierbrauen und lehrt sie, Branntwein zu brennen. Branntwein ist das Allheilmittel der Gutsfrauen gegen Krankheit und Anna Constantia lernt, wofür er gut ist, wenn er nicht im Übermaß gebraucht wird. Er hilft gegen Gicht und Reißen. In jungen Jahren war der Vater von Anna Constantia, der Gutsherr Joachim von Brockdorf, Kammerdiener am herzoglichen Hof. Als es auf ihren 14. Geburtstag zugeht, sehen die Eltern die Zeit gekommen, ihre Tochter an einen fürstlichen Hof zu geben, um dort die feine Lebensart zu erlernen. Sie wird Hoffräulein von Sophie Amalie, der ältesten Tochter von Herzog Christian Albrecht von Schleswig-Holstein. Mehr als 7 gute Jahre verbringt die junge Brockdorf im Schloss, wobei die Bekanntschaft mit 2 Personen wohl entscheidende Bedeutung für ihren weiteren Lebensweg hat. Sie trifft auf Ludwig Rudolf, den charmanten jüngeren Bruder des Erbprinzen August Wilhelms von Braunschweig-Wolfenbüttel und Gemahl von Sophie Amalie. Und sie begegnet während des Karnevals im Wolfenbüttler Schloss einem Herrn von Heum aus Dresden. Der beleibte Mann erzählt ihr von seinen wichtigen Ämtern in Sachsen. Im Winter 1702 steht fest, Anna Constantia erwartet ein Kind. Über den Vater des Kindes gibt es nur Gerüchte. Alles deutet auf Ludwig Rudolf hin, der sich erfolgreich um die Gunst der schönen Dame bemüht hatte. Adolf Magnus von Heum taucht zum rechten Augenblick auf. Der vor kurzem zum Direktor der Steuerbehörde beförderte 35-jährige Graf hält in Deppenau bei Joachim von Brockdorf um die Hand der Tochter an. Um ein wenig Ablenkung zu finden, destilliert sie im Küchengewölbe Wasser, um es, eine Angewohnheit schon aus jungen Jahren, zur Körperpflege zu verwenden. In dem Gewölbe fertigt sie aus mancherlei Kräutern auch andere Mittel zur Schönheitspflege sowie zur Behandlung von Krankheiten. Im Herbst 1721 hilft keines der selbstgefertigten Hausmittel mehr. Anna Constantia ist schwer erkrankt. Die ihr vom Festungskommandanten ausgehändigten Medikamente lässt sie unberührt liegen, weil sie Furcht hat, man wolle sie damit vergiften. Vertrauen hat die Gräfin zum Apotheker unten aus dem Ort, der ihr mit seinen Präparaten allmählich wieder auf die Beine hilft. Während der Zeit der Genesung oder zu anderen, geruhsameren Stunden widmet sich die Gräfin den Handarbeiten. Ein eingezogener Rauchabzug gestattet das Aufstellen von Öfen. Im untersten Turmzimmer richtet man der Kosel eine Küche mit der üblichen offenen Herdstelle ein. Der sandsteinerne Ausguss am westlichen Fenster bietet die Möglichkeit einer Entsorgung, ohne dass das Fenster geöffnet werden muss. Die 1718 noch im Fürstenhaus untergebrachte Gräfin hatte einen Weg zum heimlichen Brieftransport gefunden und sich dafür Geld beschafft. Im geeigneten Augenblick ließ sie ein Taschentuch vom Fenster aus in den Hof fallen. Leutnant Helm war galant aufgefordert, es aufzuheben. Auf dieser Treppe könnte sie ihm unbeobachtet die Quittung für die Geldbeschaffung zugesteckt haben. Der Leutnant wurde für seine Tat mit dem Tode bestraft, aber nach 3,5 Jahren im Gefängnis kam er durch seine guten Beziehungen zum Hofe frei.
Als gesichert gilt der nach dem Tod der Gefangenen beschriebene Umstand, dass die Gräfin im hohen Alter nur noch einen Raum im Johannisturm nutzte. Das kleine, enge Zimmer, welches die Gräfin in der ersten Etage bewohnt hat, hatte 15 Jahre keine Tapeten. Alte, sehr schadhafte Stühle, ebenso viele hölzerne, kleine, schlechte Tische und ein großes, hölzernes Bett ohne Vorhang. Die Gräfin Cosel kleidet sich als hochbetagte Frau einfach, hat ein Minimum an Bediensteten und was sie an wertvollen Gegenständen noch besitzt, das benutzt sie nicht mehr. Im Angesicht des Todes verlieren irdische Dinge ihre Wertigkeit. Aus einer glanzvollen Gesellschaftsdame des Dresdner Hofes ist eine einsame, vergessene alte Frau geworden. Ihr Lebenskreis hat sich auf das unbedingt Notwendige reduziert. Durch den vielen Rauch und Dampf einer mitten im Zimmer von der Decke herabhängenden Lampe, welche vom Abend bis am hellen Morgen brennen musste, war alles so schwarz geworden, dass man den Zeiger einer an der Wand stehenden Schlaguhr nicht erkennen konnte. In einem verschlossenen Behältnis befindet sich nichts als alte Wäsche, etliche Schüsseln voller Mehl und gebackenes Obst. Als 1745 eine preußische Invasion drohte, wollte der König die Gräfin nach Weida bringen lassen. Die Cosel lehnte entschieden ab und blieb. Sie erlebte 1756 den Beginn des Siebenjährigen Krieges auf Stolpen. Im Zeughaus befand sich die Bibliothek der Gräfin. Etwa 3000 Bände Literatur hat die Cosel in ihrer 49 Jahre dauernden Gefangenschaft auf Stolpen zusammengetragen. Es sind zumeist Schriften über Philosophie, Physik, Chemie, Theologie und Geschichte in deutscher und französischer Sprache. Hier ist auch ihr in 2 Koffern verpacktes Silberservie abgestellt. Das Frühjahr kam, in den Bäumen unter ihren Fenstern haschten sich hurtige Vögel. Schwalben kehrten in ihre alten Turmnester heim, um sie zu erneuern. Die Bäume begannen zu grünen und ihre Blätter in der Sonne zu entfalten. Sogar um das düstere Schloss herum regte sich die Natur. Am Fuße des Johannisturms lag ein kleiner Erdstreifen, eingezwängt zwischen den Burgwall und der Turmmauer. Wermut, Stiefmütterchen und rosarote Nelken wuchsen darauf. An den Mauern wandten sich Grashalme und vom Wind herangewehte kümmerliche Blumengewächse empor. Wenn sie doch wenigstens so ein Gärtchen hätte. Also entschloss sich der Kommandant, ein Beet anzulegen, denn schon der Anblick der Blumen würde Anna Constantia freuen. Die Cosel sah, wie es umgegraben wurde. Im ersten Moment kam ihr der Gedanke, es sei ihre letzte Ruhestätte. Erst als im Frühjahr die Blütenpracht aufging, lächelte sie wieder. Es schien ihr, wenn sie statt zwischen Steinquadern auf blanker Erde sitzen und auf dem Rasen liegen dürfte, könne sie wieder aufleben. Aber darum bitten wollte sie nicht. Der alte Welen, Kommandant der Festung, ließ ihr bestellen, das Gärtchen gehöre ihr. An Flucht war nicht zu denken. 3 Schritt entfernt patrouillierten 2 Posten. Eines Morgens stieg die Cosel ungehindert die Stufen hinab, um ihr Gärtchen in Augenschein zu nehmen. Die Luft nahm ihr den Atem, die Sonne schien angenehm warm, das Licht blendete. Eine Zeit lang brauchte sie, an die Mauer gelehnt, um zu sich zu kommen. Seither galt ihr der Winkel als einzige Erholung. Sie verbrachte ganze Tage unten, pflegte die Blumen, die sie sich besorgen ließ. Es waren nicht viele, sie kannte jeden Halm und jedes Blatt und hegte sie mit schier mütterlicher Hingabe. So vergingen Frühling und Sommer.
Die alternde Gräfin Kosel betrieb ein intensives Bibelstudium. Sie bekannte sich letztlich zum jüdischen Glauben und lebte hochbetagt nach jüdischen Lebensregeln. Am 31. März 1765 vormittags gegen 11 Uhr starb Anna Constantia von Kosel im 85. Lebensjahr im Johannisturm. Ihr Sohn Friedrich August und seine Frau beerdigten die Verstorbene am 4. April in der Burgkapelle. Der Kurfürst schickte den Oberaufseher über das geheime Archiv nach Stolpen, um die schriftliche Hinterlassenschaft nochmals zu sichten. Friedrich August Graf von Kosel war der Universalerbe eines immer noch beträchtlichen Vermögens. Schon 1719 betrug ihr Vermögen 828.582 Taler. Der König verlangte das Rittergut Pillnitz zurück. Ihren Protest hielt August für unbegründet. Einen eigenen Anteil am Zustandekommen ihrer Gefangenschaft sah die Reichsgräfin von Kosel nicht ein. Doch ihre Gnadengesuche lehnte der König ab. 1729 erklärte sie sich ihre Lage als ein Zusammentreffen von Zufall, Irrtum und übler Nachrede. In den Jahren 1723 und 1729 erlaubte August der Starke einen Besuch der gemeinsamen Kinder in Stolpen. August der Starke und die Gräfin Kosel hatten 3 gemeinsame Kinder. Die beiden Töchter wuchsen bei den Großeltern in Holstein auf. Auf Befehl des Königs wurden sie 1721 nach Dresden zurückgeholt. Mit dem Bruder standesgemäß erzogen und vorteilhaft verheiratet. Beide Töchter erhielten 100.000 Taler Mitgift aus dem Vermögen der Mutter. Der königliche Vater legitimierte seine Kinder und verlieh ihnen 1724 polnische Grafendiplome. Die Tochter Augusta Constantia verheiratete sich 1725 mit einem Grafen von Friesen. 3 Wochen dauerten die Festlichkeiten auf Schloss Pillnitz. Sie starb knapp 20-jährig an den Plattern, den Pocken. Die eilige Beerdigung soll vorschnell erfolgt sein. Der Totengräber hörte Geräusche, doch öffnete man den Sarg erst nach Einholung der Genehmigung. Am Sargdeckel fand man Kratzspuren der Fingernägel. Auch Augusta Constantias Sohn Friedrich starb im Kleinkindalter an den Plattern. Ihr zweiter Sohn August Heinrich lebte bis 1755 als französischer Generalmajor auf Schloss Cambord. Er besaß keine Nachkommen. Die Uhr, die hoch oben auf einem der 11 Türme der Festung Stolpen angebracht war, schlug metallisch 3. Anna Constantia warf die Bettdecke zurück. Seit Mitternacht drehte sie sich von einer Seite auf die andere. Ihre Gedanken und Erinnerungen an die vermeintliche Flucht raubte ihr den Schlaf. Gemeint ist das Ereignis, das sich am 12. Dezember 1715 vollzieht, der unerlaubte Aufbruch ins Preußische, nach Berlin. Dort will sie ihren Vetter Christian Detlev Graf von Rantzau aufsuchen, um sich den Ehevertrag zu beschaffen und dann an den König zu übergeben. Doch in Berlin gibt es Schwierigkeiten. Rantzau wird wegen eines Vorwurfs in der Festung Spandau gefangen gehalten. Wenn sie für ihn 15.000 Taler aufbringen könne, dann käme er frei und dann bekäme sie auch den Vertrag ausgehändigt. So viel Geld hat die Kosel nicht zur Verfügung. Im Oktober 1716 reist sie von Berlin nach Halle. Einem ihrer Beauftragten soll es über die Grenze hinweg gelingen, im nahen Leipzig Geld aufzutreiben. Die Festnahme und den weiteren Verlauf kennen wir.
Nun wird die Kosel in dem ramponierten Zeughaus auf Stolpen untergebracht. Über Graf Wackerbarth, dem jetzt als Kommandant von Dresden auch Stolpen untersteht, erfährt sie 1717, dass August der Starke nun doch den Ehevertrag zurückerhalten hat. Nachdem der König den Vertrag wieder in Händen hält, hofft die Gräfin auf Haftentlassung. Dies erfolgt nicht. 1719 nimmt ihr der Landesherr sogar Pillnitz weg. Die Kosel bittet vergeblich, ihr zu sagen, worin ihre Schuld liegt. Lange vor ihrer Gefangenschaft schlief sie schon einmal in diesem Bett, mit August. Sie lachte bitter auf. Sie erinnerte sich genau an das Datum. Ausflüge führten sie im Sommer 1708 in die weitere Umgebung Dresdens, so zur Festung Königstein und zum Lilienstein. Am 16. Juli besuchten die beiden die ziemlich düster wirkende Festung Stolpen, gingen dort im Tiergarten jagen und übernachteten im Fürstenzimmer, das sich im Zeughaus befindet. Am nächsten Morgen reisen sie in ausgelassener Stimmung weiter ins heitere Pillnitz. Gut 8 Jahre später kommt die Gräfin zurück, um die Festung dann nie mehr zu verlassen. Am 1. Februar 1733 stirbt der König. Er wird in der Krypta der Krakauer Kathedrale bestattet. Festungskommandant Boblik will zunächst das Ableben des Monarchen vor der Gräfin verheimlichen, doch im März erfährt sie davon. Jetzt, so glaubt sie hoffnungsvoll, wird ihre nunmehr über 16-jährige Haft vorbei sein. Dennoch trauert Anna Constantia sehr um August. Sie trägt schwarze Kleidung und versieht ihre Briefe mit einem schwarzen Trauerrand. Der Nachfolger Augusts des Starken, sein ehelicher Sohn August III., denkt nicht daran, die Kosel aus ihrer Isolierung zu befreien. Das Ansehen seines Vaters und damit der Ruhm des Hauses Wettin, so meint er, würde darunter leiden. Nach einer schriftlichen Überlieferung aus dem Jahre 1837 sollen vor einigen Jahrzehnten folgende Verse von der Hand der Kosel in einer Fensterscheibe der Burg Stolpen zu lesen gewesen sein. Friederike Alexandrine Moszynska war die zweite Tochter Augusts des Starken mit der Reichsgräfin Anna Constantia von Kosel. Die 2 Schwestern Augusta Constantia und Friederike Alexandrine kamen zur Großmutter Anna Margareta von Brockdorf. Diese lebte auf Gut Deppenau, wo schon ihre Tochter Anna Constantia geboren worden war. Im Laufe der Jahre verschlechterte sich das Verhältnis Friedrich August zu Margareta von Brockdorf zunehmend. August der Starke entschied sich im September 1721, seine Kinder zurück nach Sachsen zu holen. Zu diesem Zeitpunkt war die Großmutter 73 Jahre alt. Ab diesem Zeitpunkt kümmerte sich Benedicta Margareta von Löwendahl auf Schloss Mückenberg, heute Lauchhammer in der Lausitz, um die Erziehung der Kinder. Erst nach langer Zeit sahen die Mädchen ihren Bruder wieder. Zu dieser Zeit war Friedrich August von Kosel 9 Jahre alt. Bei der Trennung von seinen Schwestern war er nur wenige Monate alt gewesen. Er wurde in Pillnitz aufgezogen und hatte einen Haushalt mit Hofmeister. Am 18. Februar 1730 heiratete Friederike Alexandrine im königlichen Palais auf der Pirnaschen Gasse in Dresden den polnischen Grafen Johann Xantius Anton Moszynski, einen polnischen Großschatzmeister. Im Jahr 1731 wurde ihr erster Sohn Friedrich August geboren. Im Jahr 1738 folgte der zweite Sohn Friedrich Joseph. Er war ein polnischer Offizier und Staatsmann.
Nach dem Tode des Grafen Moszynski 1737 erwarb Friederike Alexandrine im April 1742 an der Bürgerwiese in Dresden ein Grundstück und ließ ein Palais mit umliegenden Gartenanlagen im Rokokostil errichten. Sie veranstaltete regelmäßig Feste für den Dresdner Adel und lebte hier bis zu ihrem Tode 1784. Sie wurde 73 Jahre alt. Friedrich August Graf von Cosel wurde als Sohn des Kurfürsten von Sachsen August des Starken und der Gräfin von Cosel am 17. August 1712 in Pillnitz geboren. Obwohl Friedrich August von Cosel nicht in einer offiziellen Ehe seiner Eltern geboren wurde, konnte er später einige Annehmlichkeiten als Sohn August des Starken genießen. Am 31. Mai 1723, im 11. Lebensjahr Friedrich von Cosels, fand der erste Besuch bei der inhaftierten Mutter auf Stolpen statt. Die Besuchsregelungen waren sehr streng und wurden erst nach dem Tod August des Starken 1733 gelockert. Friedrich August Graf von Cosel heiratete am 1. Juni 1749 Gräfin Friederike Christiane Gräfin von Holzendorf. Sie hatten 2 Söhne und 2 Töchter. Charlotte Luise Marianne, verheiratet mit dem Geheimrat Rudolf Graf von Bünau auf Lauenstein, Constantia Alexandrine, verheiratet mit Graf Johann Heinrich von Knuth, Sigismund, er war Leutnant bei der kursächsischen Garde, und Gustav Ernst, sein Sohn Gustav Ernst war der spätere Erbe von Gut Deppenau. Graf von Cosel wurde General der Infanterie und Oberbefehlshaber der Leibgarde des Königs. Er ließ sich nach dem Siebenjährigen Krieg das prächtige Cosel-Palais neben der Dresdner Frauenkirche errichten. Der Graf kaufte 1767 von einem Bauer die Köschitzer Schlucht im Plauenschen Grund, ein als mineralienreich geltendes wildromantisches Gebiet. Das am Hohen Stein genannte Grundstück sollte für die Eröffnung eines Kupferbergbaus genutzt werden, was sich allerdings als Fehlinvestition erwies. Er ließ später das Huthaus zu einem Landhaus umbauen. Friedrich August Graf von Cosel starb 58-jährig auf seiner Herrschaft Sabor in Schlesien. Die Töchter von ihm schenkten wiederum zahlreichen Töchtern das Leben. Die Enkelinnen und ihre Töchter verheirateten sich mit Grafen von Bünau auf Lauenstein, von Lüttichau auf Bärenstein, von Römer auf Kuckuckstein, von Karlowitz, von Knuth, von Loss, von Kleist, von Zedlitz, mit Generälen oder Oberforstmeistern und sorgten dafür, dass eine muntere Nachkommenschaft das Gedächtnis an die Verbindung August des Starken mit der Gräfin Cosel am Leben erhält. Im März 1760 hatte Anna Constantia von Cosel ihr Testament aufgesetzt und ihren Sohn Friedrich August zum Haupterben bestimmt. Ihre letzte Ruhestätte wollte sie auf dem Schafberg bei Langenwolmsdorf unweit Stolpens haben. Dieser Wunsch wurde ihr nicht erfüllt. Das Begräbnis der Anna Constantia Reichsgräfin von Cosel fand auf Anordnung der Kirchenbehörde des Kurfürsten am 4. April 1765 nachmittags 3 Uhr im Beisein ihres Sohnes und seiner Frau, eine geborene Gräfin Holzendorf, statt. Ein Kommando der Garnison stellte ein Ehrengeleit. Sie wurde in der Burgkapelle in aller Stille beigesetzt.
Bereits 1355 ließ Bischof Johann von Eisenberg die in Verfall geratene Kapelle erneuern. 7 Altäre standen einst in ihr. Als Grablege diente sie damals nicht. Lediglich die Gräfin Kosel wurde hier 1765 beerdigt. Seit 1401 war die Kapelle dem heiligen Erasmus und der heiligen Barbara geweiht. Die Soldaten Napoleons hielten sich auf der Burg auf. Als sie wieder abzogen, sprengten sie unter anderem das Zeughaus und auch die Kapelle. Lediglich die Ringmauern des Gotteshauses blieben stehen. Der Schutt deckte das Grab der Gräfin zu. Allmählich wucherte Gestrüpp in der Ruine. Die Ruhestätte Anna Constantias galt damit als verschollen. Schon 1880 bemühten sich Wissenschaftler und Historiker, das Grab aufzuspüren. Auf der Suche nach der Gruft der Gräfin Kosel öffnete Professor Steche mit behördlicher Erlaubnis am 13. September 1881 unter Hinzuziehung des Stolpener Pfarrers die Grablege. Man kennzeichnete die Stelle anschließend durch einen neugotischen Kreuzstein, der 1982 und 2004 abgelöst wurde. Die überwölbte und sauber geputzte Gruft, welche sich 40 Zentimeter unter dem jetzigen Niveau der Kapelle befindet, zeigte einen einfachen gelb gestrichenen, etwas zerfallenen Sarg. Darauf befand sich ein bedeckendes Brett mit einer Inschrift auf einer zinnernen Tafel. Die Inschrift mit ihren Lebensdaten belegen eindeutig, dass es sich um die Reichsgräfin von Kosel handelt. Soweit die Trümmer des Sarges es erkennen ließen, war der Sarg mit gelber Seide ausgeschlagen und bestand aus Fichtenholz. Anna Constantia blieb nicht viel Zeit. Warum hatte sie nicht gleich auf das Kammermädchen gehört, als es ihr zum ersten Mal sagte, der König komme nach Stolpen? Sie öffnete den Schrank und die Truhen, zerrte die wenigen Hofkleider hervor, die vor 11 Jahren mit ihr von Halle gekommen waren. Ein Kanonenschuss donnerte gegen den Basaltfelsen. Der Fußboden zitterte. Anna Constantia atmete tief durch. Solange August schießen ließ, hatte sie Zeit. Ein zweiter Schuss, ein dritter und vierter Schuss. Damit hörte das Schießen auf. Die Gräfin schickte das Kammermädchen hinaus, um zu fragen, was los war. Das Kammermädchen kehrte zurück und schloss die Tür hinter sich. Man hat mit Kanonen gegen die Felsen geschossen, sagte es, und die Kugeln sind zersprungen und das Stück einer Kugel ist in die Stadt geflogen und durch das Dach eines Hauses geschlagen und deshalb haben sie mit Schießen aufgehört. Mit ausdruckslosen Augen sah sie zu, wie sich die Gräfin weißes Puder auf das Gesicht auftrug und rote Creme auf die Wangen. 47 Jahre war sie jetzt alt. Annas Herz klopfte. Sie hörte die Trommeln im ersten Hof, die Trompeten. Der König kam. Der König sah zu ihr hoch. Da stand sie am Fenster des alten Zeughauses und erwartete ihn, schön und strahlend wie früher, energisch und siegesgewiss, hoheitsvoll und ungebrochen. Der König führte die Hand zum Hut und hob ihn grüßend ein wenig an. Er wendete sein Pferd und ritt aus dem Hof und aus der Festung. Nach einer Weile kam ein Bote des Königs zum Kommandanten Boblik und richtete aus, dass der König nicht zum Frühstück käme. Er sei bereits auf dem Rückweg nach Pillnitz.
Der Schösserturm erhielt seinen Namen im Sinne von Steuer und Abgabe, was so viel bedeutet wie Beisteuern zum Gemeinwohl. Hier waltete der Schösser seines Amtes, zu dessen Aufgaben die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben des Amtes Stolpen gehörte. Eine kleine Darstellung inszeniert hier den Arbeitsplatz des Amtsschössers und hinterlässt Eindrücke der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Amtswirtschaft. Die Vorhangbogenfenster am Schösserturm lassen, wie auch das schöne Zellengewölbe im Johannisturm, eine Verbindung zum Erbauer der Albrechtsburg Meißen, Arnold von Westfalen, und die gleiche Bauzeit in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vermuten. Durch einen Spion, eine kleine Luftröhre durch das Mauerwerk, konnte der Schösser die Gespräche der vor dem Hauptportal ahnungslos Wartenden belauschen. Die beiden Verliese im Untergeschoss, Mönchsloch und Ketzerloch genannt, weisen auf die Reformationszeit hin. Der Bischof von Meißen bekämpfte die Anhänger des reformatorischen Glaubens mit Nachdruck. Mit dem Hungerloch im Johanniskerker besitzt die Burg Stolpen ein weiteres eindrückliches Beispiel mittelalterlicher Gefangenenverwahrung. Zur Ruine verfallen legte man die Turmhaube 1787 nieder. Auch das gotische Gewölbe verschwand. Seinen Neuaufbau der Welschen Haube erfuhr der Turm 1937. Man verzichtete dabei auf ein Aufmauern des Turmes bis zur ursprünglichen Höhe. Der Siebenspitzenturm hatte ehemals 7 Turmhaubenspitzen, die gaben ihm seinen Namen. Im Erdgeschoss erinnert ein Herdtisch mit Rauchfang an die Kurfürstin Anna, die hier ihre Privatküche unterhielt. Wegen ihrer kräuterkundlichen Ambitionen nennt man diesen Raum auch gern die Kräuterküche. Einst unterhielt die Kurfürstin nebenan einen Raum, der als der Kurfürstin Apothekengewölbe bezeichnet wurde. Kurfürst August begann eine intensive Bautätigkeit im Stil der neuen Zeit. Das Renaissanceschloss Stolpen entstand. In der hinteren Hauptburg, dem hochherrschaftlichen Teil der Veste Stolpen, baute man das Fürstenhaus mit den Privatgemächern der fürstlichen Familie, Gesandtenquartieren, einem Speise- und einem Festsaal. Der Kurfürst ließ sich hier eine Drechselstube einrichten, um seiner Neigung jederzeit nachgehen zu können. Gegenüber errichtete man auf Arkadenbögen die Kaminzimmer, wo sich auch ein transportabler Probierofen für alchemistische Versuche befand. Für die Kurfürstin Anna entstand das Destillierhaus, in dem sie in 2 gemauerten Öfen Gold und andere köstliche Sachen laboriert haben soll. Anna von Dänemark ist bekannt für ihre kräuterkundlichen Ambitionen und gilt heute als Wegbereiterin des modernen Apothekenwesens. Von der Spitze des Siebenspitzenturms bietet sich eine gute Fernsicht über das Elbtal bis auf den Kamm des Osterzgebirges und über das Elbsandsteingebirge, die bis zu den Gipfeln des böhmischen Mittelgebirges reicht. Wieder freigelegt und begehbar sind die Burgkeller, die sich auf 2 Ebenen wie ein Labyrinth unter den Ruinen erstrecken.
Die geschriebene Geschichte Stolpens begann am Anfang des 13. Jahrhunderts. Der Erwerb der Burg Stolpen erfolgte 1218 durch Bischof Bruno II. Nach einer Urkunde aus dem Jahre 1227 hatte sich der Bischof dazu 168 Mark Silber vom Domkapitel geliehen. Vermutlich war der Verkäufer ein gewisser Moiko, der sich nach Stolpen nannte und ein sorbischer Edler gewesen sein soll. Von jenem Moiko hatte sich Bischof Bruno II. 1222 Vogteirechte 3 Dörfer südlich von Bischofswerda gesichert. Diese Urkunde beinhaltet die erste gesicherte urkundliche Erwähnung Stolpens. Heinrich der Erlauchte überzog das bischöfliche Gebiet zur Mitte des 13. Jahrhunderts mit Raub und Verwüstung. Letztlich jedoch musste der Markgraf die landesherrliche Stellung der Bischöfe in ihren Gebieten anerkennen. Der Herrschaftsanspruch der Bischöfe brachte sie auch in Konflikte mit eingesessenen adligen Lehnsnehmern. Manche adlige Familien wanderten nach Schlesien ab, andere suchten die offene Konfrontation und besetzten die Burg Stolpen. Verstärkt widmeten sich nun die Bischöfe dem palastartigen Ausbau ihrer Residenz. Insbesondere der Neubau der Kapelle um 1400 und deren prächtige Ausstattung mit mehreren Altären sowie ein grundlegender Neuaufbau des gotischen Hochschlosses wurden ausgeführt. Die Hofhaltung auf Stolpen galt als prächtig. Doch bischöfliche Pläne, Stolpen als Zentralort ihrer Herrschaft auszubauen, blieben auf Druck der Wettiner erfolglos. Das Lapidarium zeigt Werksteinfragmente aus Gotik, Renaissance und Barock, die überwiegend bei der Brunnenberäumung wieder ans Tageslicht gekommen sind. Darunter 2 Gewölbeschlusssteine der Burgkapelle. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun spannende Einblicke in das Leben der Gräfin Kosel erhalten. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!